Jetzt sind wir aber erstmal in Rio Grande und suchen den Fähranleger. Laut unserem Navi soll das hier die Zufahrt sein. Das war vielleicht mal. Früher ging hier wohl mal eine Fähre. Jetzt musste Google Maps helfen. Und siehe da, der Fähranleger liegt heute ganz woanders. Wir folgten jetzt einfach einem LKW, der in die Richtung fuhr. Guck mal, der stellt sich da an. Der will bestimmt auch auf die Fähre. Nach gefühlten 20 Minuten erreichten wir die andere Seite. São José do Norte. Hier beginnt die BR 101 in Richtung Norden mit abenteuerlichem Kopfsteinpflaster wie im alten Rom. Die Stellplatzsituation hier an der BR 101 ist nicht wirklich berauschend. Kurz vor Bojuru fanden wir eine Piste, die bis ans Meer führte. Das wollten wir mal versuchen. Auf der Karte waren es circa 3 Kilometer. Der erste Teil war fester Untergrund und gut zu befahren. Nach der Hälfte änderte sich das in eine Sandpiste, die zu großen Teilen unter Wasser stand, da es die Tage zuvor wohl stark geregnet haben musste. Am Ende der Piste, kurz vor dem Strand, gab es ein verlassenes Beachcamp. Wir nehmen an, dass es wahrscheinlich nur in den Sommermonaten bewohnt wird. Wir ließen es links liegen und fuhren weiter Richtung Strand. Kurz vor dem Strand gab es noch ein Wasserloch zu durchfahren. Das ging aber relativ problemlos und wir hatten unseren tollen Stellplatz am Meer. Beim Angeln haben Detlef 3 Brasilianer angesprochen, ob er was gefangen hätte und ob das da vorne unser Auto wäre. Wir würden direkt in der Zufahrt zum Strand stehen, aber das wäre kein Problem. Sie luden Detlef gleich auf einen Cachaça ein. Auf ihrem Rückweg machten die 3 Brasilianer an unserem Auto Halt und erklärten uns, dass wir morgen bei ihnen zum Essen eingeladen sind. Darauf einen Jägermeister. Die 3 waren völlig aus dem Häuschen, als ich die Flasche rausholte. For fisher,
For fish, Ostra? Ah, no. então, também te mostro. Vou pegar. Ostra? Ja. Very, Mexilhão, for ostra. fishing. very. Genau, aber Tá, keine gefunden. mas vamos pegar, vou mostrar pra ele. Aí tu, com marisco, you fisher in the ocean. Ja, okay. Muito. Muito. Ah, não, você vê. Ja, okay, mit den Muscheln, ich habe keine Muscheln gefunden. Am späten Nachmittag wollten wir uns auf den Weg zu unserer Einladung machen. Das Wasserloch mussten wir jetzt in der anderen Richtung durchfahren und das wurde jetzt zu einem echten Problem. Ja, rein ging's gut. Aber raus war scheiße. Frau hatte die selten blöde Idee, bis an den Strand zu fahren. Und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Das Problem beim Rausfahren war der andere Winkel, sodass unser Unterfahrschutz hinten aufsetzte und die Hinterachse praktisch in der Luft hing. Hinten sind die Räder schon ziemlich verschlammt, haben gar keinen Grip mehr. Und wir versuchen es jetzt vorne mit den Sandblechen, dass sie Grip bekommt und den Arsch hinten rauszieht. Scheiße. Wir lassen jetzt die Luft ab und schauen mal, ob uns das weiterbringt. Unsere Waschmaschine, unseren Fluxkompensator hat es hinten abgerissen, weil wir aufgesetzt haben hinten. Und ja, mein armer Mann, fix und fertig. Wir haben heute eine Einladung zum Essen, aber wenn nicht, dann nicht. Wenn wir es nicht schaffen. Sonst, ja, mal schauen. Glücklicherweise hatten wir von einem der 3 Brasilianer die Telefonnummer bekommen. Wir riefen an und erklärten ihm, dass wir nicht kommen können, weil wir uns festgefahren haben. Daraufhin erklärte er uns, dass er morgen mit seinem Freund und einem 4x4-Traktor kommen würde, um uns zu helfen. Heute wäre es schon zu spät. Die Nacht verbrachten wir dann in Schräglage, aber glücklicherweise nur in eine Richtung. Ich zeige euch jetzt hier nochmal den Ort des Geschehens und in welchem Matschloch wir festgesteckt haben. Alles ist wieder gut. Nur eins ist gruselig. Überall ist der schwarze Modder. An den Sandblechen, am Auto, an den Klamotten und an meinem Mann. Ich hoffe, wir haben in Bujuru die Gelegenheit, wenigstens die fetten Arbeitsklamotten waschen zu lassen. Auf geht's nach Bujuru!
Wir hatten die Hauptstraße noch nicht ganz erreicht, als uns 5 Offroader anhielten, um uns über unser Fahrzeug auszufragen und uns zum Grillen einzuladen. Wir mussten leider dankend ablehnen, da wir schon eine andere Verabredung haben. Sie bestanden aber unbedingt darauf, über Instagram und WhatsApp mit uns in Kontakt zu bleiben. Hey Fred. Bojuru ist eine kleine, ruhige Ortschaft an der BR 101. Dennoch gibt es hier ein Bekleidungsgeschäft, eine Tankstelle, eine öffentliche Verwaltung und 2 große Supermärkte mit guter Auswahl. Hier im Ort sollten wir nach Josef Regenato fragen. Im Ort würde man ihn kennen. Wohl nicht jeder kannte Josef Regenato. Wir mussten 2-mal nachfragen, bis wir dann das Ferienhäuschen in einer Seitenstraße fanden. You are in your house. You are in your house. Oh, thank you. All right. Salute. A beer. Give me a beer. Pepino em conserva. Pepino em conserva. Pickles. Pickles, no? Yes. I have. Nach einem zünftigen Abendessen haben wir dann noch schönen brasilianischen Fußball geschaut. Vor dem Frühstück gibt es erstmal Mate-Tee, den man hier Chimarrão nennt. Den wollte ich gerne mal probieren. Nicht genug, dass wir gestern schon zum Essen eingeladen wurden, wir sollten heute unbedingt noch zum Assado bleiben, dem brasilianischen Grillen. Dazu gab es reichlich Bier und Cachaça. Com a escama grande. Aus dem einen Tag der Einladung sind 3 geworden. Mein kleiner Gaucho-Freund von nebenan wollte mir unbedingt seine Reitkünste vorführen. Konservierung mit Altöl. Trecker zum Rausschleppen von Fischerbooten am Strand.